Erinnern Sie sich noch an Joachim Witt und den Goldenen Reiter? 30 Jahre her, Neue Deutsche Welle. Heute werden wir zum elektrischen Reiter. Denn Ford biegt auf die Electric Avenue ab und bringt uns den Mustang als Stromer. Nicht als klassisches Sportcoupé, sondern als SUV startet er im Frühjahr nächsten Jahres gegen Autos wie den Skoda Enyaq, den VW ID.4, BMW iX3, Jaguar I-Pace. Kurz vor der Markteinführung sind wir hier auf dem Ford-Testgelände im belgischen Lommel, sammeln erste Eindrücke und schauen, was das elektrische Muscle Car zu bieten hat. Natürlich betreibt Ford ein bisschen Etikettenschwindel, wenn sie ein SUV plötzlich Mustang nennen. Denn mit dem klassischen Muscle Car, dem Coupé und dem Cabrio, wie wir den Mustang kennen, hat der Mach-E relativ wenig zu tun. Aber sie bemühen sich zumindest, die Autos in eine Familie zu bringen und übernehmen viele Design-Details vom klassischen Mustang. Das beginnt bei der Form des Kühlergrills, geht weiter bei der stark konturierten Motorhaube und endet bei so Punkten wie diesen wirklich weit ausgestellten Hüften und natürlich den Rücklichtern. Und wenn man das Auto mit einem ID.4 vergleicht, dann ist er mit 4,70 Meter zwar ähnlich lang, ist aber deutlich flacher, hat diese Coupé-artige Dachlinie, die durch die Zweifarbigkeit noch betont wird. Es ist also tatsächlich die sportlichere, schnittigere Variante unter den elektrischen SUVs. So weit vom Muscle Car sind sie also gar nicht entfernt. Den Preis für die schnittige Form des Mustang Mach-E zahlen die Hinterbänkler. Denn vor allem verglichen mit dem ID.4 ist das Auto nicht wirklich geräumig. 4,70 Meter lang, für ein klassisches SUV wäre das Platzangebot auf der Rückbank ganz in Ordnung. Bei den Elektroautos, wo das Package eigentlich sehr viel mehr Innenraum zulässt, schneidet der Mustang Mach-E dagegen eher unterdurchschnittlich ab. Ich kann mit meinen gut 1,85 hinten ganz ordentlich sitzen, aber dass es wirklich geräumig wäre, das kann ich leider nicht sagen. Dazu die relativ schlanken Fenster, das niedrige Dach, das gibt ein eher beengtes Gefühl. Es ist nicht so weitläufig wie zum Beispiel im ID.4. Los geht's im Frühjahr mit 4 Varianten. 2 Batteriegrößen, Heckantrieb oder Allradantrieb. Die kleine Batterie hat 68 Kilowattstunden Nettokapazität, die große 88. Das gibt Reichweiten von 400 bis 610 Kilometer. Schwächste Variante 269 PS, stärkste Variante 346 PS. Das gibt Geschwindigkeiten 0 auf 100 zwischen 6,1 und guten 5 Sekunden. Mach-E ist in Anlehnung an die Schallgeschwindigkeit Mach 1. Für Elektroautos ist der Mach-E mit einer Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h tatsächlich flott unterwegs. Schallgeschwindigkeit ist das natürlich noch nicht. Aber es gibt einen kleinen Trost. Wer es schneller mag, braucht ein bisschen Geduld. Dann kommt der Mustang GT. Der schafft 0 auf 100 in 3,7 Sekunden und bewegt sich damit auf dem Niveau von Supersportwagen. Und die Höchstgeschwindigkeit ist immerhin auf 200 km/h angehoben. Der Preis? Los geht's bei knapp 47.000. Ende ist vorerst bei knapp 67.000. Damit fügt sich der Mustang Mach-E geschickt in den Markt, liegt auf dem Niveau von Volkswagen ID.4, geht aber hinauf bis zu Jaguar I-Pace und knabbert sogar ein bisschen an dem Segment, das von Autos wie dem Mercedes EQC definiert wird. Das Fahrgefühl des Mustang hat tatsächlich ein bisschen was von Muscle Car. Das beginnt bei Details wie den Fahrprofilen, die sonst einfach nur Eco, Sport und Komfort heißen. Hier heißen sie zahm, aktiv und temperamentvoll und das geht weiter bis zum Fahrgeräusch. Ja, auch hier gibt es einen Sound Composer und auch hier gibt es synthetische Geräusche, nur dass sie hier ein bisschen nach V8 klingen und nicht mal albern, sondern relativ authentisch. Während ich 3 Drive Modes habe, habe ich allerdings nur 2 Brake Modes. Einmal ganz normal wie bei einem Verbrenner, nämlich den Fuß vom Fahrpedal, das Auto rollt aus. Oder ich kann One-Pedal-Feeling erreichen, den Fuß vom Pedal nehmen, der Motor wird zum Generator, das Auto verzögert durch Rekuperation.
Das geht bei anderen Herstellern allerdings deutlich stärker. Hier muss ich irgendwann doch die mechanische Bremse nutzen, wenn ich stehen bleiben will. Was mir beim Mustang Mach-E gut gefällt, ist das Handling. Das Auto ist unglaublich agil, obwohl es 2,2 Tonnen wiegt. Das ist der Vorteil des tiefen Schwerpunkts. Was mir nicht so gut gefällt, ist der Wendekreis, die Handlichkeit. Das können andere Elektroautos besser. Da kann man die Räder enger einschlagen und kommt deshalb leichter ums Eck. Ein Detail haben wir noch vergessen. Wir können es jetzt wegen des schlechten Wetters schlecht von außen zeigen. Ich habe mich eben beschwert, dass es im Mustang Mach-E auf der Rückbank vergleichsweise eng zugeht. Dafür hat das Auto viel Stauraum. Ich habe hinten 400 Liter, das ist okay, aber ich habe einen Frunk, also einen Front Trunk, einen Kofferraum vorne unter der Haube, der ist nochmal 100 Liter groß. VW ID.4 hat dort nur Technik, Audi e-tron hat da Platz für ein Ladekabel, hier passt tatsächlich was rein. Und genau wie im Puma ist da eine Magic Box installiert. Das heißt, ich habe nicht nur Stauraum, sondern ich habe tatsächlich einen Ablauf wie in einer Badewanne. Kann da also Getränke reinpacken in Eis oder dreckige Klamotten und ich ziehe den Stöpsel, das Wasser läuft raus, ich kann es ausspülen. Das ist wirklich eine clevere Lösung. Mit dem Mach-E kommt auch die 4. Generation Ford Sync, neues Infotainment-System, riesengroßer Bildschirm, kabellose Integration mit Apple CarPlay, Android Auto und unglaublich viele Spielereien, Drive-Modes, Fahrgeräusch, One-Pedal-Feeling, WLAN-Hotspot, Assistenzsysteme. Funktioniert alles prima. Was dafür fehlt, ist ein Head-Up-Display. Ford sagt, bringt keinen Mehrwert, erhöht nur die Kosten, lassen wir sein. Ja, das war sie auch schon, die erste Testfahrt im neuen Ford Mustang Mach-E. Er sieht gut aus, er fährt gut, er hat für ein Elektroauto erstaunlich viele Emotionen. Die technischen Daten sind konkurrenzfähig, der Preis attraktiv. Mir scheint, mit dem Mustang hat Ford auf das richtige Pferd gesetzt und könnte das Rennen im Feld der elektrischen SUVs machen.